Welcher Borgen wäre besser für Wilds, Lusaka oder Hernes? Oh. Also, Hernes ist halt besser allround. Kommt halt theoretisch drauf an, mit was für einem Team du farmst auch. Das Tolle an Hernes-Waffen ist halt, dass man damit halt AOE komplett ersetzen kann, theoretisch. Also du brauchst halt Doppeldrop Ori, maybe? Individuell? Yeah. Ach so. Ach so. Ach so. Du kannst halt Magier zum Beispiel komplett ersetzen damit, theoretisch. Also wenn du 8 Leute hast, alle mit einer Herneswaffe und keinen einzigen Mage, für Wilds zumindest, ist der AOE-Damage dann immer noch absolut ausreichend. Deswegen kommt es drauf an, was für ein Team du farmst. Wenn du ein Team hast, wo du nur DPS machen sollst und der AOE-Damage spielt keine Rolle, weil die AOE so oder so nur 5 Sekunden dauert, weil der AOE-Damage so krass ist, dann wäre wahrscheinlich Lusakas Crystal besser. Aber Hernes ist halt besser allround, weil du halt alles hast. Und der Unterschied ist nicht so krass. Vom Damage her. Aber kommt halt wie gesagt drauf an. Also kommt halt auch auf den Anschaffungspreis an und so weiter. Muss dann alle Faktoren berücksichtigen, die für dich eine Rolle spielen und dann abschätzen. Am Ende des Tages, meiner Meinung nach, ist es immer besser, man hat einfach beides. Dann kannst du in verschiedenen Situationen einfach die Waffe benutzen, die zu der Situation besser passt. Einzige, was halt in Fly Universe arschnervig ist, ist, dass man Alice-Stones halt nicht unterbrechen kann. Das ist so ungefähr das Dümmste, was jemals gemacht wurde. Weil du hast theoretisch jeder 3 Waffentypen, Tank, Hernes, Damage und bald kommt vielleicht sogar noch ein 4. PvP, weil da weiß man noch nicht, was die für Effekte haben. Wobei PvP jetzt, was Alice Stones angeht, ziemlich irrelevant sein dürfte. Aber du hast verschiedene Waffentypen und kannst aber eigentlich nicht wirklich immer wechseln, wann du willst. Also zum Beispiel jetzt im Dungeon zwischen AOE und 1v1. Weil der Alice Stone dich bindet. Also wenn du Damage-Dealer bist zumindest. Ich meine, bei einem Magier ist es schon so. Magier ist nice, da kannst du immer wechseln, wie du lustig bist. Tank ist auch nice, da kannst du auch wechseln, wie du lustig bist. Zwischen Hernes oder Tankwaffe oder sogar DPS-Waffe, je nachdem. Bei Hernes ist ja auch DPS theoretisch. Aber wenn du jetzt reiner DPS bist und vor allem Blade, beim Blade ist noch am schlimmsten, weil du kannst ja Doppel-LR-Upcut reinhauen. Eigentlich könntest du eine Waffe immer austauschen, theoretisch. Aber dann wiederum nicht, weil dann kannst du keinen Doppel-LR-Upcut benutzen, der auch wieder nice ist. Und dein Damage an sich erhöhen würde. Also ist tatsächlich echt bescheuert. Dieses Element-Upcut-System. Leider. Weil wenn man das machen könnte, was absehbar, wenn man das machen könnte, dann wäre es richtig geil. Du wolltest nur überlegen, was zum Anfang besser ist. Ja, da würde ich einfach das günstigere nehmen wahrscheinlich. Es sei denn, du spielst AOE Ranger. Ich meine dann natürlich Hernes Bogen. Ich weiß nicht, was günstiger ist gerade. Ehrlich gesagt. Wahrscheinlich sogar Lusakas Crystal, oder? Ja. Ich denke mal, Crystal Bow ist deutlich günstiger zur Zeit. Also wenn du jetzt nicht AOE Ranger spielst, dann würde ich eher den Crystal nehmen wahrscheinlich. Kommt auch an, wie viel teurer der andere ist. Nimmt sich nicht viel. Ich weiß es nicht.